Für all die Gamer unter euch, wisst ihr, wo ich heute bin? Herzlich willkommen zu Candy Trips. Ich bin Melissa und wir stehen heute an der Grenze zwischen Kreuzberg und Friedrichshain. Und hinter mir seht ihr die kapitalistisch ausgebeutete Spree. Aber wir gehen heute nicht in die Spree, sondern wir gehen zu Jager und gucken mal, was die ganzen Programmier-Nerds da so machen. Was ist das? Kunst? Müll? Installation? Ist nicht so, als würde es keine Abenteuer bei Candy Trips geben. Vielleicht ist es auch eine Map, prädestiniert, um sich dahinter zu bücken und dann mit der Sniper Headshots verteilen. Grabsteine. Es sind riesengroße Grabsteine. Aber es ist noch niemand gestorben, deswegen steht noch nichts drauf. Kitty! Hallo! Ich will auch so ein Auto. So ein ganz großes, mit verdunkelten Scheiben. Und dann mache ich immer den Kofferraum auf und dann fällt so ein Fuß und so eine Axt raus. Und dann bin ich immer so und pack das ganz schnell wieder ein und pack dann erst die restlichen Einkäufe rein. Was versuchst du da schon wieder? Ich kenne es doch schon. Heute ist so warm, ich habe keine Hosen drunter. Der Sommer ist ja tatsächlich da. Wer hätte das gedacht? Sollen wir einen Sommer-Candy-Trips machen? Aber nicht im Badezeug. Ich gehe nicht schwimmen. Gamespray. Ist das die Konkurrenz gleich gegenüber? Das sind alles Programmierer, die sind doch alles hier so Logikmenschen. Muss man den dann immer erstmal lösen und dann kannst du rein, so anstatt ein Code? Das wäre mal ganz lustig. Großes Empfangskomitee. Wir sind jetzt in einem von 100 Konferenzräumen bei Jager und neben mir sitzen viele wichtige Leute, die viele wichtige Dinge machen. Wenn man Jager hört, denkt man natürlich sofort an Spec Ops aus einer deutschen Firma, was total ungewöhnlich ist. Von euch kriegt man es ja aus erster Hand. Warum denn Berlin? Berlin zieht. Wir hatten vor Spec Ops das Problem ein bisschen, dass Jäger lange nichts mehr gemacht hatte. Also Jäger hat irgendwann 2004, glaube ich, Jäger geschippt, das gleichnamige Spiel. Und seitdem hatte man nichts mehr von uns gehört. Da war eine Pause. Und das heißt, man musste den Leuten immer erklären, ja, was macht ihr eigentlich? Und wieso gibt's euch überhaupt noch? Und so. We can't walk away from what we've seen here. Warum habt ihr euch gedacht, ich mache einen Third-Person-Shooter und nicht einen First-Person-Shooter? Es geht in Spec Ops ja sehr viel um den Charakter, um den Hauptcharakter, um Martin Walker. Wir wollten den zeigen, also wir erzählen ja eigentlich auch Martin Walkers Geschichte. Spec Ops ist da eher ein bisschen wie ein Film, also dass ich die Figur spiele, aber mich auch mit der Figur identifizieren soll und die Figur zum Teil auch Sachen macht, die ich als Spieler vielleicht nicht unbedingt machen würde. Ich aber verstehe, warum der die macht. Das kannst du halt in Third Person viel besser darstellen. Und das auch visuell ansieht, was sie durchgemacht hat. Genau. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Verrückterweise, es ist ein Shooter, aber es ist ja ein Anti-Kriegs-Shooter, kann man das so sagen? Ich mag den Begriff nicht. Bei Filmen übrigens genauso. Also ich finde, es gibt Kriegsfilme, also Apocalypse Now zum Beispiel, was ja ein Film war, der uns beeinflusst hat, ist ein Kriegsfilm aus einer sehr persönlichen Perspektive und einer sehr dramatischen Perspektive und halt auch eher nicht verherrlichend und glorifizierend, sondern irgendwie sehr kritisch. Und das ist einfach die Perspektive, von der man sich dem Thema nähert. Also das ist auch eine Sache der Zeit, denke ich. Also wenn du Kriegsfilme aus den 50ern anguckst, dann haben die einen anderen Ton und eine andere Art zu erzählen als Filme, die nach dem Vietnamkrieg entstanden sind. In der Hinsicht sind wir eigentlich auch nur ein Kriegsshooter, aber ich glaube, wir haben eine relativ ungewöhnliche Perspektive darauf. I thought my duty was to protect this city from the storm. I was wrong. USK, großes Thema. Weil es ist ja ziemlich brutal, ne? Ja. Und gerade in Deutschland ist ja mal hier kein Blut, keine Körperteile, die fliegen und so. Das geht in Deutschland nicht. Wie habt ihr das hinbekommen? Das war total super. Nein, wirklich. Es war so, dass wir die USK uns erstmal formal abgelehnt hat. Die haben ja so Standardgründe, warum ein Spiel indiziert werden könnte. Und das ist halt für das Spiel
schlecht, weil ne, du kannst es nicht bewerben, du kannst es in Deutschland nicht offen verkaufen, nur unter der Ladentheke und so. Und wir hatten auch sozusagen eine Version, in der wir bestimmte Sachen beschnitten hätten. Allein die Idee tat uns in der Seele weh, weil so ein Spiel mit dem Kontext, wo es darum geht, dass jemand an der Gewalt, die er ausübt, zerbricht und an der Brutalität des Krieges zerbricht und darüber eigentlich fast wahnsinnig wird. Sowas zu beschneiden wäre halt komisch gewesen. In der ersten Instanz wurden wir abgelehnt und jetzt gibt es mittlerweile, das gab es früher nicht, gibt es mittlerweile die Möglichkeit als Entwickler bzw. Publisher in Berufung zu gehen und zu sagen, wir gehen in Berufung. Wir finden, dass Spec Ops nicht indiziert werden sollte, weil Krieg nicht verherrlicht wird, weil Gewalt nicht verherrlicht wird, sondern einfach nur dargestellt. Und dass das was ist, was für Erwachsene okay sein sollte. Und dann gab es also eine Anhörung bei der USK. Die USK-Leute spielen ja selber nicht, die haben angestellte Tester, die für sie spielen und dann praktisch einen Bericht schreiben. Und dann waren diese Tester drin und dann wurden bestimmte Stellen nochmal vorgespielt, eben unter anderem der Schluss auch, der eben alles nochmal mehr in Kontext setzt, als vielleicht teilweise im Spiel und gerade am Anfang zu erkennen ist. Und ja, die waren überzeugt. Die haben sich dann dafür entschieden, das Spiel eben ab 18 freizugeben. Die schicken mir da eine Begründung, warum sie sich so entschieden haben und so. Also, war super spannend. Das war, am liebsten hätten wir den auf die Packung gedruckt, weil er total toll. Also er hat Spec Ops hochgelobt und als Kunstwerk und die Tiefe der Geschichte gelobt und die Verknüpfung mit den Charakteren und teilweise auch Sachen interpretiert, die wir gar nicht so. Aber anyway. Gab es denn eigentlich psychologische Spezialisten, die damit eingewirkt haben? In der Story und auch in dem Charakterdesign? Wir hatten einen militärischen Berater, nannte sich das. Der kannte sich ganz gut aus. Also einmal mit wie macht man es tatsächlich, also jetzt so die Bewegungen bis hin zu wie steche ich jemanden von hinten ab. Komm mal her, so geht das. Und du hast genau gemerkt, der weiß, wovon er redet. Also was wir mit Absicht vermieden haben, waren reale Szenarien zu nehmen. Wir wollten nicht irgendeine Szene nehmen, die es so 1:1 gegeben hat. Wir wollten mit Absicht, wir wollten eine fiktive Geschichte erzählen, das sollte es immer sein. Was wir eher gesucht haben, war dieses Gefühl. So dieses Gefühl, du bist da draußen und du weißt nicht, was richtig oder falsch ist. Es ist alles scheiße und du bist unter Zeitdruck und von dir hängt ganz viel ab und du musst dich jetzt sofort entscheiden und irgendwie gibt es aber auch keine richtig gute Entscheidung. Es ist alles irgendwie, ja, und du musst hinterher damit leben, was du gemacht hast. Welcome to Hell, Walker. Und das hat er sich angeguckt und gesagt, so ja, das passt. Darf man schon fragen, was ihr plant? Es ist Action, es ist wieder groß, es ist also wieder AAA, es ist Next Gen, das darf man auch sagen. Neue Generation der Unreal Engine. That's it. Ihr seid doch bestimmt die Helden beim Tabu, oder? Die Leute bei Jäger sind so cool und verlosen den Titel Spec Ops The Line für jede Konsole und für den Computer und auch noch dieses coole Heft und dieses Säckchen mit geheimem Inhalt und diesen super coolen Jäger-Kugelschreiber. Aber was ihr dafür machen müsst, ist, schreibt mir unten in die Kommentare das lustigste Shooter-Szenario, das euch einfällt. Das, bei dem ich am meisten lachen muss, gewinnt. Also quasi die 3, bei denen ich am meisten lachen muss, gewinnt. Also schreibt das unten in die Kommentare. Und wo sollen wir das nächste Mal hin bei Candy Trips? Wenn ihr mir einen ganz großen Gefallen tun wollt, dann schickt ihr mir ein Bild von euch mit einem Sign, wo drauf steht, ich habe Candy Tripper. Und als Dankeschön bekommt ihr von mir einen Candy Tripper Button zurück. Es ist wirklich todeswichtig, dass ihr mir die schickt. Es ist wirklich lebenswichtig. Super wichtig. Ich will nicht gehen. Ich will Spieletester sein. Oh, ich bin noch ganz verwirrt und aufgeregt. Aber ihr nicht, deswegen könnt ihr mir schreiben, wo sollen wir das nächste Mal bei Candy Trips hin? Schreibt das auch unten in die Kommentare. Und hier rechts und links könnt ihr meine anderen Videos sehen. Und denkt dran, es ist ganz wichtig. Wichtig!